So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Call of Cthulhu. In den letzten Folgen sind wir der Anstalt entkommen, nach einer langen Suche. Und jetzt sind wir wieder in der Villa. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt genau weitergeht. Wir müssen immer noch rauskriegen, was genau da abgeht. Aber es hat sich ja entpuppt nach einer größeren Verschwörung gegen die Familie, beziehungsweise den Charles haben wir getroffen. Und der war ziemlich lebendig. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Und ich muss meine Uhr mal einstellen. 30 Minuten Wecker. So, mit die will nicht mit dir reden. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to... Did you discover anything else? Das kann ich nicht nehmen, weil ich kein Okkultismus-Profi bin. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Eine Art Krise. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Tja, das ist die Frage. Sagen wir der Witwe jetzt die Wahrheit dann, oder könnte die Wahrheit noch Schlimmeres auslösen? Tja. He's right. We can't ignore the truth.
But it could drive her Viel mad. Wahrheit. Better madness than ignorance. Very well. Oh, das I'll wird go mein to see Schicksal verändern, Francis's stand widow. eben oben links. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. Okay, aber wie komme ich jetzt zur Witwe hin? Da muss ich doch gehen, ne? Ja. Dann gehen wir mal zu den Sanders. Pierce, Colden und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detektiv geht zu dessen Haus, um mit seiner Witwe über den Schlürfer zu sprechen und den Mann vor seinem Tod, den der Mann vor seinem Tod erwähnte. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Ah, die Cat ist auch wieder da. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Sie müssen sich nicht What entschuldigen. happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes. Did you not do anything to help him? Oh Mann. Ja, ich glaube, ich versuche das hier mal. Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family.
The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? This accursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. Okay, also wir haben jetzt auch keine Wahl, wir müssen über den Stur versprechen, also jetzt geht es um die Wahrheit. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ja, die Frau sieht sowieso von den Proportionen her sehr komisch aus, finde ich. Da hast schon recht. Ja, sie sieht auch sehr schmal im Gesicht aus, aber der Unterkörper ist irgendwie, weiß nicht, sieht nach mehr aus, sieht vielleicht auch im Kleid, weiß es nicht. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. A house of artists. Ach ja, das ist das Einzige, was er zum Klavier sagt. Hatten nicht früher alle reiche Leute ein Klavier? Jeder, der sich das leisten konnte irgendwie? Ja, das war auch so eine Art Statussymbol, oder? War das nicht so? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Können wir uns die Bilder noch angucken? Das eine Bild hier ist auch irgendwie creepy hier. Das soll ja die Frau sein hier. War das schon alles? Das kommt mir so wenig vor. Ach, hier ist das Bild. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Was she jealous of Sarah Hawkins? Wie viele Bilder hat die Frau von sich eigentlich? Da ist das nächste. Und das sieht vom einen zum nächsten gruseliger aus. Und? A house of artists. Naja, gut. Aber scheinbar ist hier nicht mehr. Doch, ich kann das Bild nochmal anschauen. Das Bild sieht auch irgendwie komisch aus. Was? Oh.
The Shambler. I need to see it. Okay. Da war eben Blut auf dem Bild. Das ist verschwunden. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Sanders Session 1. Ein Phonograph. Hier war doch irgendwo einer. Hier, genau. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Okay. Muss irgendwie die Galerie noch finden. Ja, durchsuchen wir einfach mal das Haus, ne? Das ist auch krass. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch eine Tür. Auch zu. Noch eine Tür. Die Bilder sind sehr strange. Das Arbeitszimmer ist sehr schön. Da ist auch die Cat. Was haben wir denn hier? Der Wahnsinn der Dorsch. Kurzgeschichte. I could use one of those. Schlaftabletten. Super. A strange Amerindian pendant. Schlaftabletten und ein Amulett. Was haben wir hier schon? Another volume of the Reverend's wife's diary. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Ja, das Spiel besteht aus Schlaftabletten und Alkohol. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals die verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss es. Vergiss den Schlurfer. Deine Freundin. Okay. Jetzt will ich das Bild aber auch sehen. Oh, wir haben den Schlüssel zur Galerie. Buch lesen, Buch nicht lesen. Was steht denn da drauf? Ich kann es nicht lesen. Ist das Malus Dämonik Bestiarium oder was? Ah, wenn ich es lese, werde ich verrückt. Ich lese es. Oh, es wird mein Schicksal verändern. Jenseits der Realität. Alleskönner, Trophäe erhalten.
Eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich nochmal an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Ja. Na toll! Ich hätte es lassen sollen. Aber das sind halt immer die Dinge, die man lassen soll, die sind am interessantesten. Und wahrscheinlich werden wir das Ende des Spiels nicht unbeschadet erreichen. So oder so. Das Bild hängt schief, ne? So. Dann mal ab in die Galerie. Oh, oh, oh. Na, jetzt wird's richtig lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Was zur... Okay, wir können uns hier verstecken. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn man sich hier verstecken kann. Ist das kein gutes Zeichen. Aber die Sachen sind schon ziemlich geil, die hier so rumstehen. Das Bild können wir auch. Abgespaced, ey. These artifacts date from pre-Columbian times. Boah, das ist geil. Das ist ein cooles Bild. Das mag ich irgendwie. Das hier hat was von Hellraiser. Da konnten sich die Leute mal richtig austoben hier. Boah, hier kommt noch ganze Menge. Ich gucke mir das jetzt mal hier in Ruhe an. Die Galerie des Wahnsinns hier. Why was he so interested in old weapons? Jetzt wiederholen sich die Sachen aber schon wieder gerade. Was ist das? Was ist das? Ein Ölkännchen oder so? Ich glaube, für die Lampe ist das ein Ölkännchen. Das sind auch krasse Bilder hier. Zweimal das gleiche im Prinzip. Nur ein bisschen andere Farbe und Hintergrund. So, das ist jetzt der Hauptraum. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. So, und da hinten steht das Hauptbild, der Schlurfer. Da gehen wir jetzt mal hin. Da wird sicherlich irgendwas passieren. Ich hab jetzt schon Schiss. Natürlich. Ui, geh weg vom Bild. Da ist der gute Schlurfer. Ich glaube, der hört nur, der sieht nicht.
Ich wette, wir müssen uns da jetzt gleich irgendwie verstecken oder so. What the hell was that? Oh! Fuck, wo ist dieser Schrank? Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? Ach, der ist hier in der Ecke. Okay. Scheiße! Alter! Oh, er hat mich gesehen. Boah! Okay. Ja, sorry. Ah, das Ding macht mich verrückt. Das macht mich verrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. What the hell was that? Dann schleichen wir uns mal. Versuchen uns mal zu schleichen. Ich mal jetzt im Schrank. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt mein Ziel eigentlich ist gerade. I can't even touch it. Okay. Da ist das Vieh. Da ist halt die Frage, was jetzt das Ziel ist. Das muss ich jetzt irgendwie rauskriegen. Oh, er ist hinter mir. Wow. That thing came out of this painting. There has to be a way. Maybe if I destroy it. Fuck! Okay, das Licht bringt gar nichts. Oh, dieses Vieh, ey. Oh, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Nein, was habe ich gemacht? Nein. Ich habe mich verdrückt. Aber die Folge ist auch zu Ende. Na gut, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das sehen wir in der nächsten Folge. Bleibt dran, schaltet wieder ein. Bis dann.